Hallo, ich bin Sophia, 26 Jahre alt, komme aus Hannover und bin gerade jetzt hier in Cincinnati im Jewish Family Service Center for Holocaust Survivors für ein Jahr als Freiwillige. Also ich bin täglich von 9 bis 5 im Büro und meine Aufgaben teilen sich eigentlich so auf in ca. 50% Bürotätigkeiten und 50% Arbeit, die ich eben direkt mit Klienten verbringe. Die jüngsten sind so 73 Jahre vielleicht und die ältesten sind so 93, glaube ich, ist der älteste. Also es ist eine ziemlich weite Altersspanne, ja. Aber es sind alle Holocaust-Überlebenden. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich jemanden zum Arzt fahre oder zum Einkaufen, solche Dinge eben, oder auch einfach Friendly Visiting mache. Und die Bürotätigkeiten, das beinhaltet eben so, dass ich die Deutsche Rentenversicherung kontaktiere und den Klienten so helfe, zum Beispiel Renten aus Deutschland zu beantragen, all solche Sachen. So, aber eigentlich ist jeder Tag anders, aber man weiß nie morgens, was einen so erwartet. Also es ist eigentlich auch ganz spannend so. Das erste Treffen war eben, dass wir alle eingeladen haben. Es sind auch ziemlich viele gekommen, waren vielleicht so 50 Leute im Raum. Und ich stand eben vorne und habe mich vorgestellt, so meine Person, was ich mache. Und dachte, das läuft auch gut, aber das war ganz, ganz schwer. Also sobald ich denen gegenüberstand und so wusste, ich stehe jetzt im Mittelpunkt, war irgendwie ein ganz schlimmes, also ganz komisches Gefühl im Bauch. Und die haben, also einige haben mich auch wirklich konfrontiert. Und danach habe ich auch so zurückgeblickt und habe so gedacht, oh, warum hast du eigentlich gedacht, dass die interessiert, wo du studiert hast, was du gemacht hast, welche Berufe deine Eltern haben. Das hat die nicht interessiert, sondern für die war interessant, ist Antisemitismus noch ein Thema in Deutschland? Wie haben deine Freunde darauf reagiert, dass du hier bist? Wie viele Juden leben jetzt in Deutschland? Solche Themen. Was haben deine Großeltern im Krieg gemacht? Und sowas war eben von Bedeutung. Und dann habe ich erstmal gemerkt, hier geht es um viel mehr. Das ist dadurch eben, dass ich ihnen als Deutsche jetzt helfe und hierher gekommen bin, weil ich das sehr gerne machen möchte, ist für sie einfach unheimlich wichtig. Also ich glaube, für viele von meinen Klienten ist das ganz wichtig, auch für ihren Heilungsprozess von ihrem Trauma, so zu sehen, dass jemand Junges, der aus diesem Land kommt, sich ihnen widmet und sie auch verstehen möchte und ihnen zuhört und dann auch wieder nach Hause geht und das so weiterträgt und dass sie dadurch eben merken, dass der Holocaust nicht in Vergessenheit gerät. Also all das spielt so eine ganz große Rolle und es ist dadurch ist das irgendwie viel mehr, als nur jemandem so beim Einkaufen zu helfen. Ja. Also ich habe jetzt zuletzt studiert und ich glaube irgendwie so, wenn man halt 6 Jahre studiert, irgendwann kommt so der Punkt, wo man denkt, irgendwie jetzt gleich in den Beruf einsteigen, wäre ziemlich frustrierend. Ich wollte eben unbedingt nochmal ins Ausland und wollte auch gerne irgendwas Soziales machen, mich sozial engagieren und deshalb habe ich mich bei ASF beworben. Also ich fühle mich mittlerweile unheimlich wohl in Cincinnati und ich würde schon sagen, dass ich viele verschiedene Leute kennengelernt habe. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil zu Hause hat man immer so dieselben Freunde. Hier ist man natürlich sehr offen, versucht viele verschiedene Leute kennenzulernen. Dadurch bewege ich mich so in verschiedenen Kreisen. Was ich regelmäßig mache, ist, ich gehe einmal die Woche zum Salsa tanzen und treffe mich einmal die Woche mit, ich würde sagen, das ist so ein bisschen internationaler angehaucht, so eine Gruppe, wo wir regelmäßig zusammen kochen. Ich glaube, unheimlich schön für mich war eine Klientin, die ich eben zum ersten Mal getroffen hatte, wahrscheinlich vor 3 Monaten oder so, hatte beim ersten Treffen mir ganz klar gesagt, dass sie nie wieder nach Deutschland zurückkehrt, weil sie war einmal dort mit ihrer Mutter und es war halt ein absoluter Albtraum. Und dass sie nie wieder dorthin zurückkehren wird und dass sie auch ein ganz großes Problem mit Deutschen hat. Und wir haben uns dann 3, 4 Mal getroffen und sind uns immer näher gekommen. Und ein unheimlich schöner Moment für mich war, als sie eben gesagt hat, dass
der Kontakt zu mir ihre Meinung von Deutschland total geändert hat und dass sie mich sehr gerne besuchen möchte im nächsten Jahr und gerne mit mir zu dem Geburtsort auch von ihrer Mutter zurückkehren möchte und von ihrem Vater und das gerne mit mir so erleben würde. Es war unheimlich schön für mich, so zu sehen, dass meine Arbeit auch irgendwie was bewirkt. Und schlimme Momente gab es auch mehrere. Also immer wieder, wenn jemand mir mit so einem Hass entgegenkommt, das ist schon schwer für mich, damit umzugehen. Und auch manche Geschichten, die man eben hört, so aus dem Konzentrationslager oder so, das ist manchmal eben auch ganz schlimm für mich, dass mich das nicht so loslässt und dass ich Albträume habe oder so. Also es gibt auf jeden Fall so einen Teil der Arbeit, der schon schlimm und traurig und auch schwer ist. Eigentlich wusste ich natürlich, dass es zum einen Friendly Visiting ist und zum Einkaufen fahren und dieser direkte Kontakt und Bürotätigkeiten, das wusste ich. Ich habe es mir allerdings ganz anders vorgestellt. Ich habe mir das eher so vorgestellt, dass ich halt Senioren zum Beispiel beim Einkaufen helfe. Aber mir war nicht so bewusst, was das eigentlich für einen Einfluss hat, dass das eben Überlebende des Holocaust sind. Also, dass das einfach viel, viel mehr Faktoren mit sich bringt und dass es eine ganz andere Beziehung sein würde. Und dadurch noch eine viel wichtigere Aufgabe mit einer viel tieferen Bedeutung. Das war mir, glaube ich, vorher nicht so bewusst. Also ich würde halt immer noch sagen, dass man im Büro hilft und dass man eben auch so im alltäglichen Leben hilft. Aber dass man einfach so, man versucht eigentlich, also so geht mir das zumindest, so sehe ich meine Aufgabe, ich versuche immer da zu sein für jemanden, den Klienten in allen möglichen Lebenslagen zu helfen und das kann je nach Klient eben ganz, ganz unterschiedlich sein. Also, und dass man einfach versucht zu vermitteln, dass einem das am Herzen liegt und dass man das eben macht, weil man sich auch dafür verantwortlich fühlt, was passiert ist in der Vergangenheit und dass man das eben auch nach Hause tragen möchte. Also dass man auch diese edukative Rolle, die man hat und die dann auch die Klienten haben, indem sie einen eben davon berichtet, dass man das ganz klar auch zum Ausdruck bringt und sich auf jeden Menschen, so wie er ist, eben einlässt. Und versucht, das so gut wie möglich aufzufangen. Ich glaube, ich habe mich schon sehr verändert. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen gelernt, auch mich selbst im Hintergrund zu rücken, also nicht so auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten, sondern eben vordergründig auf die Bedürfnisse von anderen einzugehen und sehr empathisch zu sein. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen gelernt. Okay. Also ich werde dann eben anfangen zu arbeiten und ich weiß aber nicht wo und was. Aber ich möchte auf jeden Fall irgendwas im sozialen Bereich machen. Zu arbeiten. Was ist jetzt das deutsche Wort? Also. Sühne zeigen. Gut, dass du gerade vorher aufgehört hast zu reden. Ja. Haben wir das auch aufgenommen? Also